Stehen. Hört sich so simpel an. Und ist es auch. Oder? Wie lässt der Körper das so einfach aussehen? Was haben Drehmomente damit zu tun? Und wie hilft uns dieses Wissen in der Orthopädietechnik? Das finden wir heute raus. Und damit, willkommen zu Gottet. Gelenkdrehmomente im Stand. Was genau bedeutet das eigentlich? Okay, schauen wir uns erstmal den Begriff Drehmoment an. So Leute, Taschenrechner habt ihr dabei, oder? Geodreieck, frisch gewetzt? Na dann, gut aufpassen. Denn jetzt wird's saukompliziert. Nee, keine Angst. Das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Alles, was wir brauchen, ist eine kleine Formel. Nämlich M ist gleich F mal L. Das Drehmoment M setzt sich aus einer Kraft F und einem Hebelarm L zusammen. Schaut doch erstmal gar nicht so kompliziert aus, oder? Keine Angst. Und wenn doch, das kriegen wir schon hin. Wo wird denn das Prinzip des Drehmoments im Alltag eines Handwerkers deutlich? Zum Beispiel beim Wechseln eines Reifens. Also, ab in die Werkstatt. Ein Reifenwechsel. Ein Spaß, der jedes Jahr wieder ansteht. Kein Ding. Unser Mechaniker des Vertrauens macht das schnell. Das sollte nicht allzu lang dauern. Na super. Wir haben nur ein Problem. Die Radmuttern sitzen fest. Eine Radmutter zu lösen oder festzuziehen benötigt ein Drehmoment. Schauen wir schnell auf die Formel des Drehmoments. Die hilft uns sicher weiter. Mathe ist im Alltag doch zu was gut. Ein Drehmoment ergibt sich aus der aufgebrachten Kraft multipliziert mit dem Hebelarm. Um ein höheres Drehmoment zu erzeugen, brauchen wir entweder eine größere Kraft, einen längeren Hebelarm oder beides. Probieren wir es mit demselben Schraubenschlüssel, also dem gleichen Hebelarm, aber dafür mehr Kraft. Wenn man mehr Körpergewicht einsetzt oder sich mehr anstrengt, sollte das klappen. Funktioniert. Nur will unser Mechaniker sich nicht immer so anstrengen müssen. Schließlich ist das nicht der einzige Reifen heute. Da kommt der zweite Teil der Formel ins Spiel. Der Hebelarm. Mit der gleichen Kraft kann man mit einem größeren Hebelarm ein größeres Drehmoment erzeugen. Genau das, was unser Mechaniker jetzt braucht. Es bringt jedoch nichts, wenn man den längeren Schraubenschlüssel wiederum weiter vorne anpackt. Wenn man aber die gesamte Länge des größeren Schlüssels ausnutzt, wird der Hebelarm, wie gewollt, verlängert. Somit bekommen wir mit der gleichen Kraft die Radmuttern doch noch ab. Fassen wir das mal zusammen. Das Drehmoment ergibt sich aus der Kraft multipliziert mit dem Hebelarm. Dabei hat das Drehmoment die Einheit Newtonmeter und setzt sich aus der Kraft mit der Einheit Newton und dem Hebelarm mit der Einheit Meter zusammen. Selbsterklärend, oder? Dabei steht das M für Momentum, das F für Force und das L für Length. Der Hebelarm ist somit die Distanz zwischen dem Drehpunkt, was eine Schraube sein kann oder eine Stelle an einer Stange, die gebogen wird, und dem Angriffspunkt der aufgewendeten Kraft. In diesem Beispiel ist L1 kleiner als L2 und daher kann mit dem großen Schraubenschlüssel ein höheres Drehmoment erzeugt werden. Bei der aufgebrachten Kraft ist auch die Richtung wichtig, in die diese Kraft wirkt. Das größte Drehmoment erzeugt man, wenn die Kraft, wie hier im Beispiel, in 90 Grad zum Schraubenschlüssel wirkt. Auf der anderen Seite erzeugt man gar kein Drehmoment, wenn diese Kraft genau in Richtung des Drehpunktes wirkt. Also wenn ihr mit dem Schraubenschlüssel in Richtung der Schraube drückt, passiert nichts. Wenn ihr aber in 90 Grad zum Schraubenschlüssel nach oben oder nach unten drückt, geht's am besten. Und was hat das jetzt mit Stehen zu tun? Um das beantworten zu können, klären wir erstmal, was Stehen überhaupt ist. Die Kunst nicht umzufallen, könnte man meinen, aber das Stehen ist dann doch ein wenig komplexer. Aber keine Panik, wir gehen das wie immer Schritt für Schritt durch. Nicht umfallen. Um das nicht zu tun, muss man das Gleichgewicht halten. Logisch. Nur welches? Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt unterschiedliche Arten von Gleichgewichte. Nur welches haben wir beim Stehen? Welche gibt's überhaupt?
3, um genau zu sein. Ein stabiles, neutrales oder auch indifferentes und ein labiles Gleichgewicht. Grundsätzlich befinden sich alle Körper, die sich in einem der Gleichgewichtszustände befinden, in Ruhe. Das heißt, sie bewegen sich nicht. Die Gleichgewichte unterscheiden sich dann darin, wie Körper in diesem Zustand auf äußere mechanische Einflüsse wie Schubsen, Stoßen oder andere Reize reagieren. Beim stabilen Gleichgewicht kehrt zum Beispiel ein Ball immer wieder in einem Ursprungszustand zurück. Man stupst ihn an und er liegt am Ende wieder genau da, wo er vorher auch war. Wie ein Ball in einer Schüssel. Beim neutralen Gleichgewicht stellt man sich am besten einen Ball auf einer Ebene vor. Wenn man den Ball anstupst, liegt er am Ende an einem anderen Ort wie am Anfang. Er bremst jedoch auf dem Weg durch Reibungseffekte ab. Beim labilen Gleichgewicht ist das ein bisschen wackeliger. Der Ball liegt jetzt ganz genau auf der Spitze eines Hügels. Solange er auf der Spitze liegt, bewegt er sich nicht. Kommt aber zum Beispiel ein kleiner Windstoß oder wird der Ball auch nur ein bisschen angestoßen, rollt er den Hügel hinunter. So, welcher dieser Gleichgewichtszustände herrscht jetzt bei uns beim Stehen? Der Ball in der Schüssel, auf der Ebene oder auf dem Hügel? Beim Stehen befindet man sich ständig in einem labilen Gleichgewicht. Ohne Korrekturen eurerseits, durch Ausfallschritte oder kleine Anpassungen durch den Fuß, würde man schon bei kleinen äußeren Störreizen umfallen. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir schubsen den Ball über den Hügel und er rollt runter. Wir schubsen unseren Heinrich und er wird sauer. Aber er bleibt stehen. Er ist doch in einem labilen Gleichgewicht. Wie geht denn das? Damit man im Stehen nicht auf die Nase fliegt, muss man den äußeren Störeinflüssen entgegenwirken. Und sind sie noch so klein. Deswegen wackelt man auch immer ein bisschen beim Stehen. Nach dem 10. Bier mal mehr, ausgeschlafen mal weniger. Wie funktioniert das mit dem Ausgleichen eigentlich? Jeder von euch hat schon mal einen Stock auf dem Finger balanciert. Wie auch beim Stehen befindet sich der Stock in einem labilen Gleichgewicht. Das ist gewährleistet, wenn sich der Schwerpunkt des Stocks genau über dem Finger befindet. Der Finger erfüllt die gleiche Rolle wie die Bodenreaktionskraft. Wenn keine Störeinflüsse auf dem Stock im Gleichgewicht wirken, oder anders gesagt, wenn kein Wind geht und man stillhalten kann, kippt der Stock nicht um. Wenn man dann doch etwas zittrig wird, kippt der Stock immer ein bisschen zur Seite. Indem man den Finger vor oder hinter den Schwerpunkt des Stockes bringt, erzeugt man somit ein Drehmoment, was ihn daran hindert, vom Finger zu fallen. Dabei legt der Finger beim erfolgreichen Balancieren immer einen größeren Weg zurück als der Schwerpunkt des Objektes. Kann man den Schwerpunkt des Stockes mit dem Finger nicht einholen, fällt der Stock um. Wie wir beim Stehen muss man auch immer ein bisschen ausgleichen. Der Finger wird nur funktionell durch die Bodenreaktionskraft ersetzt. Wir wissen jetzt, was Drehmomente sind, was es mit dem Stehen auf sich hat und was ein labiles Gleichgewicht ist. Aber wie hängt das alles zusammen? Jetzt muss man die Puzzlestücke nur noch zusammenfügen. Ihr seid wandern. Ein steiler Berg. Ein Schritt anstrengender als der andere. Da arbeitet der gesamte Bewegungsapparat, auf den aber ebenso starke Kräfte und Drehmomente von außen einwirken. Zur Wiederholung: Ein Drehmoment entsteht durch eine Kraft mit einem Hebelarm. Bei unserem Wanderer hier liegt der Angriffspunkt der Bodenreaktionskraft gerade verstärkt im Vorfuß. Hier haben wir unsere Kraft F. Der Drehpunkt kann jeder beliebige Gelenkdrehpunkt sein. In diesem Fall das Knie. Jetzt haben wir alles, was man für ein Gelenkdrehmoment braucht. Je nachdem, wo die Bodenreaktionskraft verläuft, wird das Gelenk gestreckt oder gebeugt. Auf alle Gelenke des Körpers wirken mal mehr oder weniger starke Gelenkdrehmomente. Der Verlauf der Bodenreaktionskraft am Fuß beeinflusst somit nicht nur den Fuß oder das Knie, sondern alle weiteren proximalen Gelenkstrukturen. Schauen wir uns das Ganze am Fuß mal genauer an. Wenn man sich nach vorne lehnt, wandert der Angriffspunkt der Bodenreaktionskraft nach ventral und wirkt dorsal extendierend. Beim nach hinten lehnen ist es genau andersrum. Das Drehmoment wirkt plantar flektierend. Je nach anliegenden Drehmoment wirken andere Muskeln dem entgegen und halten uns im Gleichgewicht. Aber wie schaut es denn mit den proximalen Gelenken aus? Gehen wir am besten mal die Extremfälle durch, um ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, wann welche Gelenkmomente wirken. An wem könnte man das denn am besten zeigen?
Soll es die rote oder blaue Pille sein? Natürlich. Neo. Nach hinten lehnen in Perfektion. Seine Füße bilden wie immer die Unterstützungsfläche. Und er lehnt sich unrealistisch weit nach hinten. Aber warum eigentlich unrealistisch? Neos Schwerpunkt befindet sich außerhalb seiner Unterstützungsfläche und er würde ohne Ausgleichsschritt umfallen. Was in der Matrix so alles möglich ist. Habt ihr euch eigentlich schon Gedanken gemacht, wie es mit den Drehmomenten ausschaut? Der Schwerpunkt befindet sich dorsal vom Fuß, Knie und Hüftgelenk. Welches Drehmoment wirkt es auf jedes einzelne Gelenk? Beugend oder streckend? Und, habt ihr es? Also welches Drehmoment wirkt in der Hüfte beim nach hinten lehnen? Der Schwerpunkt des Körpers liegt dorsal des Hüftdrehpunktes. Und deswegen wirkt das Drehmoment extendierend. So, wie sieht es jetzt am Knie aus? Hier müssen wir aufpassen. Je distaler das Gelenk, desto größer der direkte Einfluss der Bodenreaktionskraft. Die Hüfte wird auch von der Stellung des Oberkörpers beeinflusst. Mehr als das Knie oder der Fuß. Also, welches Drehmoment wirkt auf das Knie beim nach hinten lehnen? Die Bodenreaktionskraft und der Schwerpunkt liegen dorsal vom Kniedrehpunkt. Also wirkt das Drehmoment beugend. Wie zum Beispiel beim Bergabgehen. Man spürt es am Brennen der Oberschenkel, die dem Beugemoment die ganze Zeit entgegenarbeiten müssen. Und am Fuß? Die Bodenreaktionskraft verläuft hinter dem OSG im Fersenbereich. Demzufolge wirkt das Moment plantarflektierend. Das gleiche wie bei einem Schraubenschlüssel. Der Drehpunkt ist nicht die Schraube, sondern das Gelenk. Die Kraft wird nicht durch die Hand aufgebracht, sondern durch die Bodenreaktionskraft. Und der Hebelarm wird nicht durch die Länge des Schraubenschlüssels bestimmt, sondern durch den Abstand der Bodenreaktionskraft zum Gelenkdrehpunkt. Somit wird der Fuß wie ein Schraubenschlüssel in die eine oder andere Richtung gedrückt. So, jetzt gehen wir alles nochmal beim nach vorne lehnen durch. Auch wenn Drehmomente und Gelenkdrehpunkte das letzte ist, an das man beim Feiern denkt, schauen wir uns das mal an Michael Jackson an. Nur so am Rande. Sich so weit nach vorne zu lehnen, ohne umzufallen, ist wie vorhin schon erwähnt, nur mit Tricks möglich. Sobald der Körperschwerpunkt außerhalb der Unterstützungsfläche ist und man keinen Ausgleichsschritt macht, fällt man um. Also, habt ihr schon eine Idee? Welche Drehmomente wirken jetzt an Fuß, Knie und Hüfte beim nach vorne lehnen? Fangen wir wieder bei der Hüfte an. Kraftverlauf, ventral vom Hüftdrehpunkt heißt? Richtig, ein flektierendes Moment. Und am Knie? Eine Bodenreaktionskraft, die vor dem Kniedrehpunkt verläuft, erzeugt ein extendierendes Moment. Zuletzt der Fuß. Man lehnt sich nach vorne, die Bodenreaktionskraft wandert nach ventral und wirkt dorsal extendierend. Beide Extreme haben wir jetzt durch. Aber wie ist es jetzt beim normalen Stehen? Welche Momente wirken an den Gelenken, wenn wir nur ganz normal dastehen, ohne uns nach vorne oder nach hinten zu lehnen? Was schätzt ihr denn, wie die Bodenreaktionskraft sagittal verläuft? Habt ihr das eigentlich schon mal in der Ausbildung oder im Studium gelernt? Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Wir wissen, wie unterschiedlich die Lehre sein kann. So können wir uns mal darüber austauschen. Fangen wir mit der Hüfte an. Beim Stehen verläuft die Bodenreaktionskraft sagittal knapp hinter dem Hüftdrehpunkt. Was für ein Drehmoment liegt dann am Hüftgelenk an? Richtig, ein streckendes. Kleiner Ausflug in die Anatomie. Was für eine Struktur sichert den Hüftkopf in der Extension? Die Bänderschraube. Die sichert den Hüftkopf umso stärker, desto weiter man extendiert. Somit müssen beim Stehen keine Muskeln dem extendierenden Moment an der Hüfte entgegenwirken. Das heißt, die Hüfte ist passiv stabil. Wie schaut's am Knie aus? Beim physiologischen Stehen verläuft die Bodenreaktionskraft vor dem Knie. Um genau zu sein, ca. 15 mm vor dem Kniedrehpunkt. Wie sichert sich also das Knie in die Extension? Passiv. Die Seitenbänder und der posteriore Bandapparat verhindern, dass das Knie überstreckt. Beim Stehen müsst ihr also keine Muskeln anspannen, um das Knie stabil zu halten. Der Fuß ist ein bisschen anders. Die Bodenreaktionskraft liegt ziemlich weit ventral, ungefähr 60 mm vor dem OSG-Drehpunkt. Aber nehmt diese Werte bitte nicht allzu genau, das sind Mittelwerte. Also was in diesem Bereich liegt, plus minus ein paar Millimeter, ist noch als physiologisch anzusehen. Das heißt, der Fuß würde ohne Stabilisierung
dorsal extendieren. Was wirkt denn dem entgegen? Bänder? Andere passive Strukturen? Nee, die Wadenmuskulatur. Oder auf schlau, der Musculus triceps surae, welcher sich aus dem Soleus und dem Gastrocnemius zusammensetzt. Das heißt, das OSG ist aktiv stabil. Ohne den ständigen Zug der Wadenmuskulatur würde der Fuß durch das anliegende Drehmoment dorsal extendieren und man nach vorne umfallen. Somit ist die Wadenmuskulatur oder genauer der Musculus soleus für das Stehen essentiell. Der Soleus fungiert dabei als Hauptverantwortlicher für das Stehen. Der Gastrocnemius hingegen verläuft über 3 anstatt 2 Gelenke und hat noch weitere Aufgaben. Aber dieses Thema diskutieren wir ein andermal. Sagittal wissen wir jetzt, wie es mit den Momenten ausschaut. Wie ist es frontal? Beim Stehen wirkt immer ein Adduktionsmoment an der Hüfte. Das heißt, die Hüfte wird durch die medial liegende Bodenreaktionskraft adduziert, weil der Schwerpunkt eines Menschen ungefähr beim Bauchnabel liegt und somit medial vom Hüftgelenk. Um stabil zu stehen, müssen also die Hüftabduktoren dem entgegenwirken. Was meint ihr, wie es beim Knie aussieht? Ähnlich, oder? Der Schwerpunkt liegt ja ziemlich in der Mitte des Körpers. Deswegen verläuft auch die Bodenreaktionskraft durch das mediale Kompartiment des Knies, ungefähr 8 mm medial von der Kniemitte. Und was hilft uns das jetzt? Ganz einfach. Das erklärt zum Beispiel, warum mediale Gonarthrosen weitaus häufiger vorkommen als laterale. Und am Fuß? Bei dem verläuft die Bodenreaktionskraft lateral vom OSG-Drehpunkt. Wenn ihr gut kombiniert habt, kann man daraus schlussfolgern, dass die Bodenreaktionskraft schräg verläuft. Also frontal. Und sie verläuft bei jedem Menschen ein bisschen anders. Aber an diesen Werten kann man sich sehr gut orientieren und bildet die Basis für das Verständnis des Stehens. Ist euch aufgefallen, dass die Bodenreaktionskraft bei keinem Gelenk genau durch den Drehpunkt verläuft? Das wäre doch praktisch, oder? Einfach zu lernen, einfach eine Linie ziehen und schon weiß man, wo die Momente verlaufen. Oder gibt es einen Grund dafür? Ich tippe auf das zweite. Es wäre äußerst ineffizient, die Bodenreaktionskraft durch Gelenkdrehpunkte laufen zu lassen. Wir haben vorhin besprochen, dass wir beim Stehen immer ein bisschen wackeln. Was würde denn passieren, wenn die Bodenreaktionskraft genau durch das Knie läuft und man in der Statik anfängt zu schaukeln? Es würden unterschiedliche Momente auf das Knie wirken, mal beugend, mal streckend. Da müssten auch unterschiedliche Muskeln arbeiten, mal die Beuger, mal die Strecker. Das kostet Zeit und Energie, nur die haben wir leider nicht. Das Ganze wäre ein sehr instabiles, wackeliges Stehen. Viele Köche verderben den Brei. Also kümmert sich einer drum. Ein Chef, der sagt, wie stark dem Moment entgegengearbeitet werden muss. Er ist immer zur Stelle und muss nicht warten, bis sein Kollege auf der anderen Seite mal checkt, dass das Gelenk von ihm gesichert werden muss. Also, merkt euch, die Bodenreaktionskraft genau durch die Gelenkdrehpunkte laufen zu lassen, wäre keine gute Lösung. Das war jetzt einiges an Input. Aber warum brauche ich das? Wie hilft mir das in meinem Beruf? Wenn ihr das verinnerlicht habt, könnt ihr euch zum Beispiel Krankheiten besser erschließen. Wisst, warum manche Krankheitsbilder mit einfachen Orthesen super zu versorgen sind. Kennt die Grundlagen des Prothesenaufbaus. Wisst, warum manche Rollstühle Kippstützen benötigen. Oder warum man manchmal einen Dorsalanschlag oder ein rückverlagertes Kniegelenk in einer Orthese braucht. Wenn ihr die Grundlagen beherrscht, gibt euch das Handwerkszeug, selber Probleme zu lösen und neue eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Also, danke fürs Zusehen. Wir hoffen, das Video hat euch geholfen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ab in die Kommentare damit. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Zu Gottet.